Hallo und willkommen zurück zu Android. Ja, was wir diesmal machen, sind Notifications. Ihr kennt höchstwahrscheinlich Notifications, da ihr, keine Ahnung, WhatsApp benutzt oder generell irgendeine andere App. Notifications sind solche kleinen Dinger, die von oben sichtbar sind. Also wenn man von oben nach unten zieht, dann kommt da so eine kleine Statusanzeige mit, keine Ahnung, XY hat dir Nachricht XY geschrieben. Und die sind auch sichtbar, wenn man das Handy auf den Modus umschaltet, also sprich den Bildschirm kurz ausmacht und wieder anmacht, dann sind die Notifications trotzdem noch da. Und ja, wir wollen jetzt genau so eine Notification machen. Und im Zuge dessen werden wir natürlich auch dann die LED ansprechen können, denn das geht auch über Notifications. Das sind ja Notification-LEDs, die wir da an unseren Geräten haben. Perfekt. Gut, ich hoffe, ihr habt Bock und ja, ich auf jeden Fall. Okay, Notifications sind gar nicht so schwer, wie man sich denken würde. Man sagt einfach zunächst einmal, man will eine Notification erstellen und zwar macht man das mit einem Notification Compat. Den kennen wir ja schon aus diversen anderen Szenarios. Die mögen irgendwie diese Compats. Die Leute von Google. Ja. MyBuilder nenne ich es einfach mal. Und das ist genauso ein Bilder wie ein Dialogbilder auch. Und ja, New Notification Compat.builder. Und wir übergeben dem einfach diese Aktivität hier gerade. Jetzt, warum ich das Ganze hier... Ähm, warum hat es mir da die Klammern automatisch eingefügt? Das war nicht so gedacht. So, warum ich das jetzt hier drin mache, normalerweise habt ihr irgendeinen Listener, der euch irgendwas abfängt. Also wenn jetzt zum Beispiel jemand eine Nachricht schreibt, dann werdet ihr benachrichtigt oder sowas. Das habe ich hier jetzt nicht gemacht. Ich möchte nicht den ganzen Listener schreiben. Das habe ich euch ja in anderen Videos schon gezeigt, wie das funktioniert. Das geht dann über Services und so weiter und so fort. Kennt ihr eigentlich alles schon, wenn ihr meine anderen Videos gesehen habt. Gut, hier in dem Video nur die Notifications, sonst wird es den Rahmen absolut sprengen. Ja, wir können jetzt bei diesem Builder eben einige Sachen setzen, wie zum Beispiel mybuilder.set. So, jetzt können wir ja hier mal kurz gucken, was wir hier alles haben. Ein Auto-Cancel bedeutet, dass wir es nach einer Weile ausschalten. Eine Kategorie ist ziemlich wichtig, die möchte ich mit euch noch genauer durchgehen, und zwar jetzt. Ja, wir setzen hier eine Kategorie und die könnte jetzt zum Beispiel sowas sein wie Notification. Punkt. So, und jetzt haben wir hier die Kategorien drin. Zum Beispiel Alarm, das wäre dann was Dringendes. Ein Anruf, eine E-Mail, ein Error, ein Event. Ich glaube, ihr könnt selber lesen. Hier einfach mal Social wäre dann zum Beispiel das von WhatsApp, nehme ich mal an, dass die das genommen haben. Ja, wir wollen jetzt hier einfach mal ein Progress nehmen, weil wir haben ja hier gerade unsere App zum Laufen gebracht und wir wollen einfach eine Notification erstellen, dass hier jetzt die App läuft. Okay, also setzen wir die Kategorie auf Category Progress, denn es ist ja ein Fortschritt. So, mybuilder.addAction, ja, darüber kann man dann eine Action erstellen sozusagen, also quasi eine andere App laufen lassen oder sowas in der Art. Machen wir jetzt auch. Das ist ja quasi eigentlich das. Wobei, nee, das machen wir jetzt nicht. Ich zeige euch trotzdem, wie es funktioniert. Also wir machen es und dann lösche ich es wieder. Was wir dafür zunächst mal brauchen, ist ein Icon. Hier einfach als erstes das Icon reinbringen. Wie das funktioniert, das zieht man hier in die Drawables rein und hat dann hier drin ein Icon stehen. Ich habe jetzt leider gerade keins zur Verfügung. Dann hier einfach r.drawable und da drin hat es dann entweder es hat sie oder es hat sie nicht, die Icons drin. Also ich schreibe hier jetzt einfach mal Icon hin, weil wir wollen es ja eh wieder rauslöschen. Icon, so. Und ja, dann was hier stehen soll, das ist dann quasi der Button, auf den man draufklicken kann. Ach, klasse. Okay, ihr habt gerade meine Avast-Werbung gesehen, das geht mir echt mittlerweile ziemlich auf den Keks. Ähm, also hier kommt dann hin, was man da stehen haben möchte, zum Beispiel Open App XY und am Schluss schreibt man den Pending Intent hin, den man gerne haben möchte. So ein Pending Intent ist sozusagen ein Intent mit, ja, mit Extras, also ein Intent, der speziell ist. Ich schreibe jetzt hier einfach mal Pending Intent hin. Nein, ich möchte dann nichts dazu haben. Und mache hier einfach mal ein Semikolon hin. So, jetzt müssen wir hier erstmal diesen Pending Intent kreieren. Und zwar machen wir das, indem wir Pending Intent, wie habe ich ihn genannt? Pending Intent, genau, ist gleich, so, und jetzt Pending Intent Punkt, Get Broadcast normalerweise.
Man kann auch Get Activities nehmen oder sonst irgendwas, aber oder Get Service, das wäre dann halt ein Service. Wenn man Get Broadcast benutzt, dann kann man generell einfach überall hinschicken. Und das, also ihr wisst ja mittlerweile, was Broadcasts sind. Deswegen ist es am besten, wenn man den benutzt. Ähm, wenn die App noch nicht offen ist. Wenn die App eh offen ist, dann kann man einen anderen benutzen. Aber für eine Notification ist es ja eigentlich gedacht, dass sie nicht offen ist. So, hier rein muss jetzt, genau, hier rein muss erstmal der Kontext, also this. Dann brauchen wir ein, ein Intent, den wir uns auch noch erstellen müssen. Zum Beispiel ein Open Intent. So, den gibt es auch noch nicht, den schreiben wir uns noch. Und halt davor muss noch eine Flag hier gesetzt werden. Ich sage einfach mal 0. Ähm, also, da diese 0 bedeutet so viel wie Request Code, heißt es offiziell. Ja, was wir hier quasi für eine ID hinsetzen, beziehungsweise was wir gerne machen würden. Einfach 0 reinschreiben und das passt. Ja, und dann hier hinten noch die Flags reinschreiben. Die Flags sind in diesem Fall unter pending intent. Punkt. Und hier haben wir dann die Flags. Flag cancel current, Flag no create, Flag one shot und Flag update current. Ja, einfach Update Current habe ich benutzt. Das hat bei mir bisher eigentlich recht gut funktioniert. Ähm, so, und jetzt brauchen wir diesen normalen Intent hier noch. Dieser normale Intent, der soll uns jetzt, was habe ich geschrieben? Open App XY, der soll uns diese App XY öffnen. Und das machen wir ganz normal, wie wir immer einen Intent öffnen. Erstellen Open Intent, so gleich New Intent. Nein. Es war so klar, dass da was anderes kommt. Intent. Habe ich Intent noch nicht importiert, ne? Deswegen. Okay, New Intent und wir übergeben this und wir übergeben die Klasse, die wir gerne öffnen würden. So, die habe ich jetzt auch noch nicht kreiert, das müsst dann ihr natürlich selbst machen. Einfach also das hier wird ein Broadcast performt, das heißt, ihr könnt generell einfach die Klasse nehmen, die ihr hier gerne haben möchtet. Ja, ich würde dann einfach mal hier schreiben XY, denn die App heißt ja XY, die wir öffnen wollen. Okay, also xy.class muss eine Activity sein. Ihr kennt ja Intents noch zur Genüge. So, und jetzt haben wir hier eine Action gesetzt, das heißt, da wird ein Button kommen und auf den kann man draufklicken und dann öffnet sich diese App. Genau. So, was man jetzt noch weitermachen kann, ist, man könnte, ich schaue gerade mal nach, was wir hier als nächstes stehen haben. Upsala. Builder.set. So, ja, Color dürfte klar sein. Content ist einfach das, was drin steht. Also da kann man dann wieder eine View reingeben, beziehungsweise eine Remote View. Das ist eine spezielle Art von View. Man kann damit aber fast alles machen, was man mit einer normalen View auch machen kann. Genau. Ja, dann der Text, den wir hier haben und den werde ich jetzt benutzen. Set Content Text. Ich bin eine Notification und mybuilder.set Title Content Title okay Notification. So, was ihr bei Notifications immer noch berücksichtigen müsst, ist, dass man die natürlich auch sehen kann, wenn der Bildschirm aus ist. Sprich, es kann euch jeder drauf gucken oder auch wenn jemand euer Handy findet oder sowas, dann kann man diese Notifications sehen. Das heißt, keine Ahnung, man sieht dann, was da gerade kommt. Also zum Beispiel bei WhatsApp kann man dann die Nachricht zum Teil lesen. Da muss man natürlich immer vorsichtig sein. Ja, man kann noch gewisse Icons setzen. Das mache ich jetzt auch gerade mal hier. Set Icon. Set Small Icon ist es. Set Small Icon ist dieses, also wenn kein großes Icon gesetzt wird, ist es ein kleines Icon unten, wenn ein großes Icon gesetzt wird, ist es ein kleines Icon unten rechts am Bild. Mit normalerweise so einer Sprechblase für eine Benachrichtigung oder sowas. Und wenn man dann das große Icon setzt, das macht man mit mybuilder. Wobei, das könnte ich eigentlich direkt hinten dran hauen. Set, wie heißt denn das? Set Large Icon heißt. Ich dachte Set Big Icon.
Set Large Icon setzt dann eben das große Bild und wenn man dieses Set Large Icon weglässt, dann ist einfach das Icon das große Bild. Also hier dann auch wieder einfach dieses Icon übergeben. Nein, kein Pending Intent R.Drawable. Was weiß ich was. Und schon habt ihr, also je nachdem, wo ihr es halt gespeichert habt, und schon habt ihr das Icon gesetzt, genau. Und was ich euch auch noch empfehlen würde, dringend sogar, ist eine Priorität für die Notification zu setzen. Das macht man über Set Priority und hier hat man dann die Möglichkeit Notification. Wo ist es da? Priority Default. Das nimmt man einfach für alles, was in keine andere Kategorie reinpasst. High ist für so Sachen, die wirklich den User interessieren und die er dann noch wirklich möglichst bald lesen möchte, sowas wie halt Nachrichten oder sowas. Low ist eher für so Sachen gedacht, die halt nicht so interessant sind. Keine Ahnung, wenn ihr eine Nachrichten-App installiert habt und es kommt gerade eine Nachricht rein, dass jetzt irgendwas passiert ist, dann möchtet ihr das zwar irgendwann mal lesen, aber ihr möchtet es nicht sofort lesen. Das nimmt man dann meistens Low. Dann Max ist wirklich für ultra dringende Sachen, also für irgendwelche Oma ist gerade umgefallen und ihr müsst die sofort retten, sowas wie die App, die ich auch schon geschrieben habe, die ich weiß ich nicht, ob ich sie jetzt schon hochgeladen habe, wenn ihr das Video seht. So ein GPS-Tracker zum Beispiel. Und Min nimmt man dann, keine Ahnung, für irgendwas, was den User vermutlich nicht wirklich brennend interessiert, sowas wie das Wetter oder sowas. Also benutzt da bitte die richtigen Priorities. Es nervt furchtbar, wenn man dann eine App hat, die total eklig, nervig die ganze Zeit irgendwas meint, dass es euch dringend benachrichtigen muss. Okay, ich könnte es eigentlich auch gerade mal machen. Set Priority. Und ich nehme dann einfach Notification.default. Denn Priority Default. So. Und das soll natürlich ein Semikolon sein, kein Komma. Okay. So. Ja, und das Wichtigste haben wir jetzt eigentlich schon. Die Kategorie haben wir auch schon gesetzt. Genau. Was gibt's noch? Punkt Set. Ja. Die Action, da kann man natürlich mehrere Actions haben. Ich habe jetzt hier nur eine gemacht. Man hat dann einfach mehrere Buttons unten, die man dann benutzen könnte. Genau. Ja, hier kann man natürlich auch noch die Farbe setzen und irgendwelche Extras übergeben. Das funktioniert dann wie beim Bundle. Die werden dann einfach hier genauso mit übergeben in dem Pending Intent. Könnt ihr aber auch einfach in den Intent reinstopfen. Funktioniert genauso. So, und jetzt kann man hier natürlich noch die Lichter setzen. Zum Beispiel mit Set Lights. So, und ja, hier übergibt man dann die Farbe, die man gerne setzen möchte. Color.argb und dann könnt ihr hier die ARGB-Farbe eingeben. Also A ist Alpha, wie durchsichtig ist das Ganze, beziehungsweise wie undurchsichtig ist das Ganze, 255. Dann machen wir R, G und B, also Rot, Grün und Blau. Dann nehmen wir einfach mal, keine Ahnung, Knallrot. Also wenn man alle drei auf 255 setzt, es sind Werte von 0 bis 255. Und 255 ist dann halt das Maximum. Wenn man bei allem 0 setzt, dann kommt schwarz raus. Wenn man bei allem 255 setzt, kommt weiß raus. Und ansonsten kann man sich irgendeine Mischfarbe zusammenstellen. Guckt da einfach mal im Internet nach, da gibt es wunderbar schöne Color-Tabellen. Ja, wenn ich jetzt hier 0 mache, dann habe ich knallrot als Licht. Genau. So, dann habe ich hier die Zeit, die es anverbringt bzw. ausverbringt. Da sage ich dann einfach mal 10, 10 und dann blinkt das ganze Ding so richtig schön. Wenn man dann bei einem 0 macht, dann ist es halt permanent an oder permanent aus, je nachdem. Genau. Und dann muss ich hier noch die Flag setzen, dass meine LED auch tatsächlich an ist. mybuilder. Ach halt, das war beim alten. Beim neuen braucht man diese Flags gar nicht mehr zu setzen, soweit ich weiß. Einfach hier sowas machen. Und ich lösche mal die Action hier wieder raus, sonst kann ich das ganze Ding nämlich nicht ausführen. Das brauchen wir dann auch nicht. Genau. So. Ja, und jetzt sind wir eigentlich schon fast fertig. Jetzt wollen wir natürlich noch, dass diese Notification tatsächlich auch angezeigt wird. Und dazu brauchen wir einen sogenannten Notification Manager. Und den holen wir uns natürlich auch einfach so. Notification Manager. Okay. So, und dieser Notification Manager, den kürze ich einfach mal ab mit MGR.
und den kriegen wir. Das ist ein Systemservice. Das heißt, wir müssen da wieder mal auf die Systemservices zugreifen. Ich glaube, das habe ich schon mal mit euch gemacht. Get System Service und dann Notification Service. Und fertig sind wir. Jetzt haben wir natürlich hier noch den Error, dass es kein Notification Manager ist, aber wir wissen, dass es einer ist, denn wir haben ihn ja gerade so bestimmt. Deswegen casten wir das einfach ganz dreist und fertig sind wir hier. So, und jetzt wollen wir diese Notification noch anzeigen und das tun wir, indem wir sagen Notification Manager, also mgr.notify, wer hätte es gedacht, und dann können wir hier ein int übergeben, irgendeine ID, ja, nehmt einfach mal 1 oder sowas und dann die Notification, und die Notification bekommen wir, indem wir sagen mybuilder.build. So, und damit haben wir unsere Notification gebaut. Wie gesagt, normalerweise macht man das Ganze optional, also man muss nicht Notifications einsetzen, das heißt, der User kann es in den Settings oder so ausstellen und man displayt natürlich nicht, wenn man die App gerade startet, eine Notification, aber da wir das mit dem Empfangen von Nachrichten und so weiter noch nicht hier irgendwie gemacht haben und da das jetzt schon 16 Minuten, fast 17 geht, das Video, ja, genau. Also ich pausiere euch mal wieder, während sich dieses ganze Ding hier startet, denn es wird eine Weile dauern. Ach ja, noch eine kleine Sache, wenn das Ding gerade lädt, und zwar, wenn wir hier die ID, die ist relativ wichtig eigentlich, das habe ich jetzt gerade gar nicht so hervorgehoben, wenn wir die ID einfach dieselbe lassen, also wir haben, keine Ahnung, unsere App macht 50 Notifications, zum Beispiel wir sind jetzt in WhatsApp und ihr kriegt 100 Nachrichten, dann steht ja erst bei der ersten Nachricht steht da, der und der hat euch eine Nachricht geschrieben, bei der zweiten Nachricht steht da Nachricht von dem und dem und Nachricht von dem und dem, also ich habe keine Ahnung, wie es genau aussieht, weil ich es nicht benutze, aber es fasst die ganzen Notifications zusammen und updatet die auch. Wenn ihr die ID hier vorne dieselbe lasst, dann habt ihr die Möglichkeit, wirklich eure Notification zu überschreiben sozusagen. Das heißt, ihr baut euch eine neue Notification auf und lasst die ID aber dieselbe, das heißt, ihr löscht die alte und schreibt die neue rein. Ziemlich cool, dann kann man nämlich Sachen updaten und es spammt euch nicht komplett zu. Das ist eigentlich ziemlich nett. Dann muss man aber auch natürlich hier für die Actions Möglichkeiten setzen, dass man zum Beispiel nur die eine Nachricht aufmacht oder die andere Nachricht aufmacht oder wie auch immer. Da müsst ihr euch dann was ausdenken. Genau. Ach so, und was ich euch auch noch nicht gesagt habe, man kann hier noch weitere Sachen machen natürlich. Ähm, Das wollte ich euch eigentlich nämlich auch noch zeigen, und zwar mybuilder.setProgress. Ähm, Das lässt euch einen Fortschrittsbalken anzeigen, und zwar in dem Format, erstmal kommt das Maximum, also zum Beispiel 100, wenn ihr es in Prozent machen wollt, dann der Fortschritt, den wir aktuell haben, und indeterminate einfach mal auf 0 setzen, das dürfte dann eigentlich passen. Auf False natürlich. Ja, wenn wir hier jetzt 100 und dann eine Zahl reinschreiben, ist das Problem natürlich immer, dass wir diese Zahl verändern müssen. Das heißt, wir müssen immer mal wieder diesen Progress setzen. Und das macht man normalerweise in der Vorschleife, dass man hier eben immer wieder diese Notification updatet, wie ich es euch gerade erzählt habe, mit der ID hier vorne. Und dann hier eben durch die Vorschleife berechnet oder durch eine While-Schleife oder wie auch immer berechnet, von der Gesamtanzahl der Schritte, also Gesamtschritte, gesamt durch die die aktuellen Schritte durch die Gesamtschritte. Dann bekommt man das Ganze nämlich in Prozent raus und man kann das Ganze sehr schön setzen. So, das brauchen wir jetzt aber hier natürlich nicht. So, wahrscheinlich habt ihr euch auch gefragt, wie das Ganze funktioniert, wenn man einen Klick haben möchte, der für die ganze Notification funktioniert. Also ich glaube, ich weiß nicht genau, wie es jetzt ist, aber wenn man auf eine Notification draufklickt, dann soll ja auch was passieren. Das funktioniert eigentlich genau gleich, nur dass ich nicht Add Action mache, sondern hier ich mache Content Intent, Set Content Intent, und dann ist hier wieder ein Pending Intent, den ich hier reinmachen möchte. Das funktioniert genau gleich wie das andere. Das ist dann halt der Klick für die gesamte Notification, also nicht für einen kleinen Button, der sich unten an dem Fenster kreiert. Okay, so, auch wenn ihr es gerade nicht mitgekriegt habt, habe ich euch eine Weile pausiert, denn ich habe das ganze Ding ausgeführt und es hat tatsächlich nicht funktioniert, was mich sehr gewundert hat. Ich habe ein bisschen nachgesucht und da ist mir aufgefallen, beziehungsweise da haben nette Leute in einem Forum geschrieben, dass tatsächlich man ein Small Icon benutzen muss,
Also ohne geht's tatsächlich nicht. Ich habe jetzt hier mal einfach so ein Standard-Meme reingetan. Ähm, denn mein Poro, das ich aus meinen Java-Videos benutzt habe, war einfach zu groß. Das hat einen Fehler geschmissen. Und ja, jetzt einfach dieses Meme hier reinpacken und dann tut es tatsächlich. Also vergesst niemals, wichtige Lektion, vergesst niemals dieses Small Icon, sonst funktioniert eure Notification auf keinen Fall. Gut, ja, das Big Icon ist dann natürlich eine andere Sache. Genau. Okay, was ich euch auch noch zeigen wollte, bin ich drauf gestoßen gerade noch. Ähm, Punkt Set Vibrate ist eine coole Sache, und zwar kann man hier dann einfach ein Pattern erstellen, also wie lange es, also das ist ein Array, da muss man dann einfach reinschreiben, was hätte man denn gerne jetzt 10 Millisekunden vibrieren, dann wieder aufhören zu vibrieren und 100 Millisekunden vibrieren und so weiter. Das funktioniert jetzt hier natürlich nicht, ihr müsst es in ein Array schreiben und dann hier reinpacken. Ziemlich coole Sache, ihr könnt dann natürlich auch hier einfach keine Ahnung, sowas reinschreiben, dann vibriert euer Handy bis Sankt Nimmerleins Tag. Ja, okay, aber jetzt führe ich das Ganze mal aus und dann sind wir, glaube ich, tatsächlich mal zufrieden. So, da das Ganze schon in der OnCreate äh, gemacht wird, diese Notification, möchte ich euch zeigen. Die Notification ist vorher nicht da und ja, jetzt starte ich das Ganze und warte hier kurz ab und schon haben wir hier oben eine kleine Notification, wenn ich sie runtergezogen kriege. Hier steht einfach dieses Meme drin, beziehungsweise dieses Bild und ich bin eine Notification. So, ja, okay, das wäre dann sozusagen die Basics zur Notification und ich glaube, ihr könnt damit fast alles machen, was ihr wollt. Ja, alles klar, dann hoffe ich, hat es euch gefallen und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann, ciao, ciao.